Hallo, mein Name ist Luca Küppers und ich arbeite als Produktmanager bei der Laufenberg GmbH. In den letzten Videos haben wir uns vornehmlich mit den Themen Silikonisierung und Trägermaterialien auseinandergesetzt. Heute möchte ich jedoch mit euch über das Thema Feuchte reden. Für ein funktionierendes Produkt ist es nämlich nicht nur essentiell, den Trennwert richtig einzustellen oder das richtige Trägermaterial auszuwählen, sondern ebenso den richtigen Feuchtegehalt des Papieres einzustellen. Dies lässt sich damit erklären, dass Papier hinsichtlich der Feuchte mit der Umgebung wechselwirkt. Um die Wichtigkeit eines richtig eingestellten Feuchtegehaltes besser verstehen zu können, möchte ich diese Thematik kurz etwas theoretisch erläutern. Dazu haben wir einen kleinen Versuch vorbereitet. Dazu haben wir einen Papierkreisausschnitt auf eine Wasseroberfläche gelegt. Daher nimmt das Papier vornehmlich von der wasserzugewandten Seite Feuchtigkeit auf. Dadurch kommt es auf dieser Seite zu einem Anquellen der Fasern und das Papier verbreitert sich. Durch dieses Verbreitern kommt es zum sogenannten Curling, einer Wellung des Papieres. Diese Eigenschaft kann man sich zunutze machen, wenn man die Faserorientierung eines Papieres bestimmen möchte. Diese verläuft immer im rechten Winkel zu der Wellung. Dieses Aufquellen der Fasern tritt jedoch nicht nur bei dem gezeigten Versuchsaufbau auf, sondern ebenso, wenn ein zu trocken eingestellter Release-Liner einer hohen Umgebungsfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Durch diese Wasseraufnahme kommt es zu einer Verschlechterung der Planlage, was den Liner für bestimmte Anwendungen unbrauchbar macht. Aber nicht nur eine zu gering eingestellte Feuchte kann zu Problemen führen. Auch ein zu feucht eingestellter Release-Liner kann für manche Anwendungen kritisch sein. Wenn beispielsweise ein zu feucht eingestellter Release-Liner schlagartig hohen Temperaturen ausgesetzt wird, kann es zu einer erhöhten Feuchteabgabe kommen und im schlimmsten Fall zu einer Blasenbildung im aufgebrachten Substrat. Das Thema Feuchte spielt aber nicht erst in Anwendungsprozessen, sondern bereits bei der Lagerung und Verpackung von Material eine wichtige Rolle. Wird beispielsweise Material nicht fachgerecht verpackt oder gelagert, kann es zur Feuchteaufnahme kommen. Diese Feuchteaufnahme führt dann zum oben beschriebenen Anquellen der Fasern. Dieses Anquellen findet in gewickelten Linerrollen vornehmlich an den Stirnseiten oder in den oberen Papierlagen statt. Dadurch bilden sich an den Stirnseiten sogenannte lange Kanten und an den oberen Papierlagen wird eine waffelartige Struktur ausgebildet. Um dies zu verhindern, schützt die Laufenberg GmbH ihr Material mit entsprechenden Verpackungsmaterial vor Außeneinflüssen. Dadurch wird aber auch ersichtlich, dass es essentiell ist, dass Kunden einmal angebrochenes Material fachgerecht verpacken, bevor es weiter gelagert wird. Dies kann beispielsweise durch das Einstretchen des Materials geschehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit Hilfe dieses Videos die Wichtigkeit eines richtig eingestellten Feuchtegehaltes und der fachgerechten Verpackung sowie Lagerung näher bringen. Falls ihr noch Fragen zur fachgerechten Verpackung oder Lagerung unseres Materials habt, ruft uns gerne an oder schreibt uns eine E-Mail. Bis zum nächsten Mal.